Wenn es darum geht, sein Trompetespielen zu verbessern, ist der erste Angriffspunkt meist die Atmung bzw. das bewusste Führen der Luft von innen nach außen. Wir müssen uns eine Sache vor Augen führen. Maximal aufpumpen mit Luft, also maximales Auftanken, ist kontraproduktiv. Wieso? Wir können das einmal gemeinsam machen. Und dann merkt man, dass der Hals eng ist. Also dieses letzte Quäntchen Luft, das uns dazu bringt, dass der Hals zumacht, das ist zu viel. Wenn du also einatmest, tief in dich hinein, dann bist du jetzt oben frei. Ich habe tief eingeatmet, der mittlere Bereich hat sich aufgefüllt und am Ende kam etwas hier oben in diesen Brustbereich. Es ist aber nicht, dass dieser eng wird und maximal aufgefüllt wird, weil du hast gerade eben an meiner Stimme schon gehört, da ist es eng geworden. Der Hals macht oben zu, er will die Luft im Körper behalten und beim Trompetespielen bringt uns das keinen Schritt weiter, ganz im Gegenteil, der Klang wird dementsprechend auch eingeschränkt und quäkig. Deswegen ist es immer wichtig, dass wenn du atmest, dass du erstens mal natürlich locker in dich Luft hineinbringst und du merkst auch, wenn der Körper gut befüllt ist, dass es ein angenehmes Gefühl ist. Es ist nicht dieses und dann ist es schon zu viel oder dieses, das ist zu wenig. Wenn du Zeit hast beim Spielen. Und dann hat man durch verschiedene Silben auch die Möglichkeit, sich den Luftstrom eben akustisch bewusst zu machen. Ich bin immer gerne dabei, Luft dann sofort durchs Instrument zu pusten. Und zwar lasse ich mein Mundstück auf der Trompete und mache Folgendes. Ich atme ein, eben mit diesem Wohlgefühl. Und lasse die Luft durch mein Mundstück nach außen strömen. Man kann da auch ein bisschen spielen, mehr Luft hineinblasen und man wird merken, okay, das ist jetzt zu viel, das Mundstück kann diese Menge an Luft nicht aufnehmen, mache ich zu wenig, dann dauert es ewig, bis die Luft draußen ist. Also immer ein angenehmes, weiches Spielgefühl finden. Wenn du das 3, 4, 5 Mal gemacht hast, kommt natürlich auch der klangliche Übertrag aufs Instrument. Das heißt, wir spielen hier erste Trompetentöne. Und da empfehle ich dir immer, starte im mittleren Bereich, meist zwischen G1 und C2. Hier ist keine Plugade. Ich kann hier frei die Luft nach außen fließen lassen und ich merke auch, dass mein C2 in diesem Fall gleichmäßiger klingt. Es ist wenig Bewegung drin, es wird nicht tiefer, höher oder es moduliert vom Klang, ganz im Gegenteil, es geht gleichmäßig nach vorne. Und jetzt, wenn das klappt, gehe ich in die Bewegung, aber achte immer drauf. Ein angenehmes Einatemgefühl ist hier die Grundvoraussetzung. Jawohl, mezzo forte, forte, die Luft fließt ohne Druck hinaus, sondern ganz natürlich. Und diese Luftmenge, diesen Luftdruck nimmt die Trompete eben auf, es entsteht dein Klang, es entsteht deine Lautstärke. Es ist nicht forciert oder künstlich zurückgehalten, ganz im Gegenteil, wir lassen die Luft frei nach außen fließen. Wenn das klappt und du ohne Brüche unten beim C1 ankommst, dann machen wir etwas mehr an Tempo, gehen runter bis zum kleinen G und wieder zurück. Kann man natürlich insgesamt auch etwas schneller machen. Dann kommt man am Schluss etwas entspannter an. Aber das dient ja zur Demonstration. Drücke gerne auf Pause und spiele die Übungen immer nach. Wenn es in der Mittellage klappt, übertragen wir das auf den oberen Bereich. Aber geh nicht gleich in die Oktave zum C3 nach oben, sondern nimm dir immer Stationen, wie zum Beispiel F2, G2, A2 etc. pp. Ich mache dir die Übung einmal vor. So,
sobald die Luft knapp wird, gerne nachatmen. Wie auch immer, also immer in dem Tempo. Du hast bemerkt, es war im Bereich Andante Moderato nicht zu schnell, damit du eben die einzelnen Tonverbindungen, die einzelnen Stufen nach oben bzw. nach unten absolut bewusst nachempfinden kannst bzw. spüren kannst, was mit deiner Luftführung, mit deinem Ansatz, mit deinem Körper, mit der Spannung etc. eben passiert. Und dann merkst du, dass du insgesamt einen weicheren, homogeneren Klang bekommst, der sich über alle Lagen trainiert bzw. ausbaut. Und somit klingt es oben nicht mehr schreiend und nicht zu leise und matt, sondern hast ein wunderbares Spektrum, Tonspektrum mit deinem Trompetenklang. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, probier es aus, schreibe in die Kommentare, wie es bei dir klappt. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao! Euer Nico.